Sommerabende im alten Dorf. Es war ein warmer Sommerabend. Die Sonne neigte sich langsam dem Horizont entgegen und tauchte den Himmel in ein sanftes Orange. Die Luft war noch warm, aber angenehm und leicht. Kinder spielten auf den Straßen, während Erwachsene in ihren Gärten saßen und sich unterhielten. In einem kleinen Dorf, nicht weit von der Stadt entfernt, bereitete sich die Familie Müller auf einen besonderen Abend vor. Kapitel 1 Vorbereitung. Mama, können wir heute Abend draußen essen? Fragte Anna aufgeregt, als sie in die Küche stürmte. Natürlich, Anna. Es ist so ein schöner Abend, antwortete ihre Mutter lächelnd. Hast du deinen Bruder gesehen? Er ist draußen und spielt mit den Nachbarskindern, sagte Anna, während sie auf einen Apfel kaute. Frau Müller nickte. Gut, dann gehen wir nach draußen und bereiten alles vor. Gemeinsam deckten sie den großen Holztisch im Garten. Frau Müller brachte Teller, Gläser und Besteck, während Anna die Servietten verteilte. Herr Müller kam mit einem großen Korb voller frischem Obst und Gemüse aus dem Garten dazu. Schau mal, was ich alles geerntet habe, sagte er stolz und zeigte Anna die bunten Tomaten, Gurken und Zucchini. Das sieht lecker aus, Papa, sagte Anna und griff nach einer Tomate. Kapitel 2: Die Gäste kommen. Nach und nach trafen die Nachbarn ein. Es war eine Tradition im Dorf, dass man sich an solchen Abenden traf, um gemeinsam zu essen und zu reden. Frau Schmidt brachte einen großen Salat, Herr Weber kam mit einem selbstgebackenen Brot und die Familie Becker brachte hausgemachte Limonade mit. Hallo zusammen, rief Herr Weber fröhlich. Es ist schön, euch alle zu sehen. Ja, es ist immer ein Vergnügen, zusammenzukommen, stimmte Frau Schmidt zu, während sie ihren Salat auf den Tisch stellte. Die Kinder spielten fröhlich auf der Wiese. Anna und ihr Bruder Max jagten Schmetterlinge, während die kleineren Kinder im Sandkasten spielten. Die Erwachsenen setzten sich um den Tisch und begannen, das Essen zu teilen. Kapitel 3: Gespräche im Garten. Während des Essens entwickelten sich viele Gespräche. Frau Müller und Frau Schmidt unterhielten sich über den neuen Blumenladen in der Stadt. Hast du schon von dem neuen Blumenladen gehört? Fragte Frau Schmidt. Ja, ich war gestern dort. Sie haben eine wunderbare Auswahl an Rosen, antwortete Frau Müller begeistert. Herr Müller und Herr Weber diskutierten über das Wetter und die Gartenarbeit. Es war dieses Jahr wirklich ein heißer Sommer, sagte Herr Müller. Ja, meine Tomaten haben es geliebt. Aber ich musste sie jeden Tag gießen, erwiderte Herr Weber. Die Kinder kamen ab und zu zum Tisch, um etwas zu trinken oder eine Kleinigkeit zu essen. Sie lachten und spielten unbeschwert, während die Dämmerung hereinbrach. Kapitel 4: Geschichten und Lachen. Als die Sonne endgültig unterging und die ersten Sterne am Himmel erschienen, holte Herr Müller eine Gitarre heraus. Es war Tradition, dass jemand an diesen Abenden Musik machte oder Geschichten erzählte. »Spielt uns ein Lied, Papa«, rief Anna begeistert. Herr Müller begann zu spielen und bald sangen alle mit. Es waren einfache Lieder, die jeder kannte, und die Stimmung war fröhlich und entspannt. Nach einer Weile legte Herr Müller die Gitarre zur Seite und begann, eine Geschichte zu erzählen. Es war einmal ein kleines Dorf, genau wie unseres, begann er. In diesem Dorf lebte ein alter Mann, der die schönsten Blumen züchtete. Eines Tages kam ein Fremder ins Dorf und wollte die Blumen kaufen. Die Kinder saßen still und lauschten gespannt. Selbst die Erwachsenen hörten aufmerksam zu. Die Geschichte war spannend und endete mit einer schönen Moral, die allen ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Kapitel 5: Abschied und Pläne. Langsam wurde es spät und die ersten Nachbarn verabschiedeten sich. Es war ein wundervoller Abend, sagte Frau Schmidt, als sie ihre Sachen zusammenpackte. Danke für die Einladung. Immer wieder gerne, antwortete Frau Müller. Wir sollten das bald wiederholen. Ja, vielleicht nächstes Wochenende, schlug Herr Weber vor. Das wäre toll, stimmte Herr Müller zu. Wir könnten dann bei uns im Garten feiern. Anna und Max waren müde, aber glücklich. Sie hatten den ganzen Abend gespielt und gelacht. Als die letzten Gäste gegangen waren, halfen sie ihren Eltern, den Tisch abzuräumen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Kapitel 6: Gute Nacht. Kommt, Kinder, es ist Zeit, ins Bett zu gehen, sagte Frau Müller, als alles aufgeräumt war. Mama, das war ein schöner Abend, sagte Anna, während sie sich die Zähne putzte. Ja, das war es wirklich, stimmte Max zu. Ich bin froh, dass ihr Spaß hattet, sagte Frau Müller lächelnd. Schlaft gut und träumt schön. Die Kinder krochen in ihre Betten und es dauerte nicht lange, bis sie eingeschlafen waren.
Auch Herr und Frau Müller legten sich bald zur Ruhe, zufrieden und glücklich über den gelungenen Abend. Der warme Sommerabend war vorbei, aber die Erinnerungen daran würden noch lange bleiben. Die Gemeinschaft und das Zusammensein waren das, was diese Abende so besonders machten. Und alle freuten sich schon auf das nächste Mal, wenn sie wieder zusammenkommen würden, um zu essen, zu singen und Geschichten zu erzählen.